Hallo und willkommen zu unserer Serie Mein Laptop von innen. Hier möchte ich euch in einem schnellen Überblick zeigen, wie ihr den Akku tauscht und wie ihr an die wichtigsten Komponenten herankommt, wie SSD, RAM, Lüfter. Ich zeige euch dabei das Innenleben des Laptops. Ich zeige euch auch, was es an Tipps und Tricks noch gibt, was ihr vielleicht beachten müsst. Und dass es im Grunde genommen nicht so schwer ist, einen Laptop aufzuschrauben und an die einzelnen Komponenten heranzukommen. Legen wir los. So, wir haben hier ein Laptop von Acer und zwar ein Spin 5. Und ich zeige euch auch gleich, wie ihr an die genaue Modellnummer herankommt. Aber zuallererst trennen wir mal das Laptop vom Ladekabel. Die genaue Modellnummer finden wir bei diesem Gerät auf der Rückseite. Und zwar hier, ziemlich schlecht zu lesen. Und mit dieser Nummer findet ihr auch auf unserer Shop-Seite sehr einfach die Ersatzteile. Generell lässt sich noch zu dem Gerät sagen, dass man das Display nur als komplette Einheit tauschen kann. Das bedeutet natürlich auch, dass man die komplette Unit dann auch abbauen muss. Die Tastatur kommt zusammen mit dem Topcase und ja, dafür muss man alles aus dem Gehäuse herausnehmen. So, um das Laptop jetzt zu öffnen, muss man diese Schrauben hier lösen. Ich blende euch die auch im Bild ein. Zum Öffnen habe ich hier ein Universalwerkzeugset benutzt. Da sind alle gängigen Schrauben und auch Aufsätze mit dabei, sehr praktisch. Ich verlinke euch das auch in der Videobeschreibung, falls ihr da Interesse habt. Und ja, als Aufsatz nehme ich hier ein T5 für die Torx-Schrauben. So, dann wollen wir mal schauen, wo genau das Gehäuse eigentlich mit der Gehäuseunterseite verbunden ist. Denn da müssen wir dann rein, um es aufzuhebeln. Und hier zum Beispiel kann man die Trennlinie ganz gut sehen. Und auch hier erkennt man ziemlich gut, wo die Verbindungslinie zwischen Gehäuse und Gehäuseunterseite verläuft. Zum Aufmachen des Gerätes benutze ich hier einen dünnen, flachen Metallgegenstand. Und dann schaue ich mal, wo ich am besten reinkomme, um eine Öffnung zu kriegen. In dem Fall fange ich jetzt mal auf der Geräterückseite an. Und dann versuche ich die Gehäuseunterseite ein bisschen nach oben zu hebeln. Mit ein bisschen Wackeln und hin und her rutschen funktioniert das immer ganz gut. Und ja, das laute Knacken gehört dazu. Das ist einfach, wenn die Unterseite aus den Einraststellen gelöst wird. Dann knackt und knirscht das manchmal, das ist aber normal. Da braucht man keine Angst zu haben, was kaputt zu machen. Wenn es irgendwie gar nicht geht, dann nicht mit Gewalt. Lieber nochmal schauen, ob alle Schrauben raus sind oder ob man da vielleicht vergessen hat, eine zu lösen. Und ja, dann kann man eigentlich auch schon mit der Hand meistens drunter fassen und das mit ein bisschen rütteln und hin und her bewegen einfach abziehen. So, jetzt da wir die Unterseite gelöst haben, könnt ihr sie auch mal von innen sehen. Und so sieht dann das Gerät von innen aus. Gut, bevor wir jetzt irgendetwas weiteres machen, trennen wir aber auf jeden Fall erst einmal den Akku vom Mainboard, dass das Gerät auch wirklich keinen Strom mehr hat. Und den Akku sehen wir hier. Und da läuft das Kabel und der Stecker zum Mainboard. Bei diesem Gerät kann man den Stecker einfach rausziehen. Man kann den dazu auch am Kabelbund fassen und dann mit ein bisschen Wackeln einfach rausziehen. Okay, was können wir hier noch sehen? Bei dem Gerät ist es so, dass der RAM aufgelötet ist, direkt auf die Platine. Das heißt, man kann den RAM nicht tauschen und auch nicht erweitern. Hier sehen wir die SSD. Da ist der Lüfter und der Heatsink, der die CPU kühlt. Und hier sehen wir das WLAN-Modul mit den beiden Antennen. Um den Akku jetzt zu tauschen, muss man nur diese Schrauben hier lösen. Und dafür müssen wir jetzt auch den Aufsatz wechseln. Das sind keine Torx-Schrauben, sondern ganz normale Kreuzschrauben. Und dafür nehmen wir hier ein PH0. Wenn die Schrauben dann alle draußen sind, kann man den Akku einfach aus dem Gerät herausnehmen und gegebenenfalls durch einen neuen ersetzen.
Unter dem Akku sehen wir hier jetzt übrigens auch das Touchpad. Das lässt sich in dem Fall auch einzeln lösen. Dafür muss man nur diese Schrauben hier rausnehmen. Die sind jetzt in dem Fall unter so einem kleinen Klebeband versteckt, das man einfach abtrennen kann auf beiden Seiten. Und ja, danach muss man noch die beiden Kabel, die das Touchpad mit dem Mainboard verbinden, trennen. Und die sind in dem Fall mit einem Kippschalter verbunden, den man erst nach oben klappt, also nicht einfach dran ziehen. Die funktionieren auch beide genau gleich. Man klappt das nach oben, dann kann man das Kabel aus dem Stecker ziehen. Und ja, beim Wiederverbinden einfach nur drauf schauen. Die schwarze Linie hier gibt an, bis wohin das Kabel wieder im Stecker sitzen muss. Dann klappt man das einfach wieder zu. Und auf der anderen Seite, wie gesagt, das gleiche. So, hier sehen wir die SSD. Und um die auszutauschen, muss man nur diese Schraube hier lösen. Und danach kann man die SSD einfach ein bisschen nach oben hebeln und aus dem Stecker ziehen. Der Einbau ist genauso einfach. Man steckt die SSD wieder in den Slot, drückt sie leicht nach unten und dann kann man die wieder verschrauben. Den Lüfter kann man bei diesem Gerät auch einzeln tauschen. Dafür löst man diese Schrauben hier. Auch das Lüfterkabel selber, welches den Lüfter mit dem Mainboard verbindet, muss man trennen. Oft empfiehlt es sich auch, erst den Lüfter auszubauen und dann das Kabel zu trennen, einfach weil man da mehr Platz und mehr Raum hat, um zu arbeiten. Und hier ist es so, dass die Kabel sehr dünn sind, da sollte man also nicht direkt dran ziehen, eher versuchen, den Stecker seitlich zu fassen und dann mit ein bisschen hin und her rütteln rauszuziehen. Sollte man übrigens mal nicht wissen, wie rum der Stecker reinkommt, die Kontakte, die man hier ganz gut sehen kann, zeigen in dem Fall nach oben, wenn man das Kabel wieder verbindet. Da auf jeden Fall darauf achten, dass das Kabel bzw. der Stecker richtig drin und fest sitzt, damit am Ende der Lüfter auch wieder richtig arbeitet. Der Einbau funktioniert jetzt in umgekehrter Reihenfolge genauso wie der Ausbau. Wir legen den Lüfter wieder in seine Position, können ihn dann verschrauben und schon hat man den Lüfter getauscht. Um den Akku jetzt wieder einzubauen, legt man den einfach wieder in das Gerät. Der ist passgenau, da gibt es nicht so viele Möglichkeiten. Und dann kann man den wieder festschrauben und am Ende natürlich nicht vergessen, den Stecker wieder zu verbinden, was manchmal durchaus ein bisschen friemelig sein kann. Da auf jeden Fall achten, dass der richtig drin steckt, damit das Laptop dann auch wieder Strom bekommt. So, die Gehäuseunterseite wird jetzt einfach wieder drauf gedrückt. Und da kann man ruhig ein bisschen kräftig alle Stellen wirklich zudrücken, auch in der Mitte. Man hört das auch immer sehr gut, wie alles wieder einrastet. Ich gehe dann am Ende auch immer einmal um das Gerät herum und schaue, dass wirklich nirgendwo mehr eine Öffnung zu sehen ist. Ja, und dann einfach wieder zuschrauben. Und so schnell ging das. So, das war es auch schon wieder für dieses Modell. Wenn ihr noch Fragen oder Anregungen habt, lasst uns gerne einen Kommentar da. Und ich hoffe, das Video hat euch weitergeholfen und ich wünsche euch viel Spaß beim Schrauben. Bis zum nächsten Mal. Ciao.